Wie klingt Österreichs Geschichte? Damit hat sich der Komponist Klemens Nowak beschäftigt. Wir haben den Wiener in seinem Tonstudio besucht. Und österreichische Filmmusik kommt richtig gut an. Nicht nur bei uns, sondern auch in Hollywood. Darum geht es heute im ZIP-Magazin Kino. Was wäre diese Szene aus Steven Spielbergs Kultklassiker Der weiße Hai ohne die legendäre Musik von John Williams? Genau, nicht besonders gruselig. Auch wenn wir sie oft gar nicht so bewusst wahrnehmen, Filmmusik ist genauso wichtig wie ein gutes Drehbuch, gute Schauspieler oder auch Special Effects. Und genau deshalb gibt es auch eigene Filmmusikkomponisten. Einer von ihnen ist Klemens Nowak. Wir haben ihm bei der Arbeit über die Schulter geschaut. Er hat ihn gefunden, den musikalischen roten Faden für mehr als 1000 Jahre österreichische Geschichte. Inspiration findet er meistens hier in seinem Tonstudio in Wien. Teilweise gibt es schon Bilder, die ich sehen kann, teilweise gibt es Drehbücher, teilweise gibt es Vorstellungen und Wünsche, was es beinhalten soll oder wie es klingen soll, welche Instrumente bevorzugt werden oder eben auch nicht, oder es ist eben komplett frei. Ja. Also in dem Fall habe ich mich dann einfach mal ans Klavier gesetzt und habe mal begonnen, für mich irgendwie vor mich hinzuspinnen, sozusagen, in welche Richtung es gehen könnte. Ja. Herausgekommen ist dabei ein Leitmotiv, das die OF3-Doku-Reihe Österreich die ganze Geschichte über 4 Jahre und 40 Folgen begleiten wird. Aktuell arbeitet Klemens Nowak an den verschiedenen musikalischen Themen der ersten 10 Folgen. Wir wollen nicht jetzt spezifisch für einzelne Stilepochen komponieren, sondern sozusagen, oder auch nicht für Schauplätze, sondern das Ganze eben wie eine Filmmusik eigentlich betrachten. Also mehr nach Emotionen gehen. Das hat den Vorteil, dass eben Themen wiederkehren können über diese gesamte Serie und ein roter Faden entsteht. Seit 3 Monaten arbeitet der Komponist an der Musik, immer in engem Austausch mit der Redaktion und den Regisseuren. Für den Sound setzt er auf einen Mix aus verschiedenen Elementen. Einerseits klassisches Orchester, dann Synthesizer und moderne Klänge, aber eben auch also echt eingespielte Instrumente. Wir haben Streichinstrumente, wir haben Klavier. Die Herausforderung ist dann die, dass man ein Klangbild schaffen muss, das sozusagen zu dieser gesamten Geschichte, die ja sehr lang und bunt ist, eben passt. Ja. Große Emotionen in Filmmusik zu gießen, damit haben sich schon viele Österreicher einen Namen gemacht, auch in Hollywood. Mark Steiner zum Beispiel, er ist 1929 mit Aufkommen des Tonfilms nach Hollywood gegangen. Für den Filmklassiker King Kong hat er zum allerersten Mal in der Filmgeschichte Dialogszenen mit seiner Musik unterlegt. Unter anderem mit Filmen wie King Kong, Casablanca oder Vom Winde verweht ist er zur Legende geworden. 24 Mal war er für den Oscar nominiert, 3 Mal hat er ihn auch bekommen. Und nicht nur damals, auch heute räumen österreichische Komponistinnen mit ihrer Musik Preise ab. Einer von ihnen ist Lukas Obernosterer. Der Kärntner arbeitet in Hollywood im Team von Musiklegende Hans Zimmer. Für seine Musik in der Doku-Reihe Primates hat er 2021 den Emmy Award gewonnen, den wichtigsten Fernsehpreis der USA. Und auch er ist international mit seiner Musik gut im Geschäft und mehrfach ausgezeichnet. Gerrit Kinkel vertont unzählige Trailer für große Hollywood-Filme, wie zum Beispiel Napoleon oder Oppenheimer. Das war's für heute vom ZIP-Magazin Kino. Wir wünschen Ihnen noch einen feinen Abend mit OF1.